Hallo, mein Name ist Murat. Ich bin bei Fotolia zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Ich begrüße euch recht herzlich beim heutigen Fotolia Academy Fotoworkshop Fußball 2010, der unter dem eigentlichen Motto stattfindet: Click it like a Pro. Wir veranstalten hier heute ein Fußball-Shooting bzw. Microstock-Shooting, bei dem wir Fußballszenen, Fußballbilder, typische Stockfotografie rund um das Thema Fußball und jetzt im Vorfeld der WM aufnehmen wollen. Wir haben hier heute 35 Fotografen und ca. 20 Models auf dem Fußballstadion vereint. Der Workshop hier wird geleitet von dem Berliner Profifotografen Marc Brinkmeier. Er ist der Tutor für den heutigen Tag und wird den Workshop, der in 3 Hauptbestandteile untergliedert ist, durchführen. Das ist einmal Planning, einmal Shooting und einmal Post-Production. Es geht los, es geht los, es geht los. Alle da? Jo. Punkt 1, wir schießen alle RAW. Mit einem festen Weißabgleich. Wir schießen bei 5600 Kelvin und im Adobe RGB. Das bitte an den Kameras einstellen. Adobe RGB hat einfach einen größeren Farbraum. RAW ist das besser zu bearbeitende Bild. Und einen festen Weißabgleich nehmen wir, um einfach ein standardisierteres Weiß zu haben, was man ja hinterher, wenn man im RAW schießt, sowieso jederzeit verändern kann. Hi, ich bin Jens, ich mache Haare und Make-up. Und ja, bei Make-up kommt es eigentlich mal darauf an, dass man nicht zu viel macht in der Regel, gerade bei Sachen, die so aus dem Lifestyle-Bereich sind und dass die Haut einfach lebendig ist und nicht zu gekleistert ist. Also ich bevorzuge zum Beispiel immer ein Make-up vor Puder, weil das einfach die Haut ebenmäßiger macht und noch lebendig lässt. Das ist ein super Beispiel für den heutigen Tag in Form von Lichttechnik. Der Fotograf blitzt auf unser Model Cassandra und hält so die Schattenseite des Modells auf, weil es mit Gegenlicht fotografiert wird. Dafür braucht man diesen Aufsteckblitz. Man kann aber auch als Alternative entweder einen Aufheller nehmen. Entschuldige, darf ich dir einmal den Aufheller ins Bild halten? Man kann den Aufheller hernehmen, der kostet mindestens 50, 60, 70 Euro. Man sieht, man blendet das Model extrem damit. Oder man geht in den Baumarkt und kauft sich für 50 Pfennig eine Styroporplatte und geht ganz zart von unten und hält die Schatten auf. Man hat ein wundervolles Licht, das Model hat überhaupt gar keine Probleme mit den Augen und blinzelt nicht. Super! Gerade bei Sportaufnahmen brauchst du oft eine ruhige Hand. Und wenn das Stativ fehlt, einen Sandsack aus Tüte auf eine Leiter oder einen Stuhl und fertig ist dein Stativ. Wer weiß eigentlich mit so Belichtungsmesser was anzufangen? Wir arbeiten damit. Gerade was das Blitz, Mischlicht, Tageslicht angeht, um direkt das Blitzlicht anzumessen und um das Dauerlicht, das Tageslicht anzumessen und daraus einen Kompromiss zu schließen. Erstmal stelle ich den Belichtungsmesser ein auf ISO 100, dann messe ich einmal das Tageslicht. Der misst das direkt einfallende Licht. Jetzt habe ich so Hälfte Sonne, Hälfte Schatten. Was sagt er? 8,4 250. Im Schatten habe ich eine 1,5 Blenden weniger. Eure Kamera bei der mittenbetonten Integralmessung gibt euch eigentlich genau das. Mittelding zwischen den hellen Teilen im Bild und zwischen den dunklen Teilen im Bild. Jetzt misst er das reine Blitzlicht. Eine 16 bei einer 125. Erklär mal kurz den Leuten, was du jetzt machen möchtest.
Ich will die 16, damit ich einfach nur die Schatten aufhelle. Denn wenn jetzt die Sonne wieder richtig rauskommt, hast du ja sehr harte Schatten. Und die will ich halt verhindern. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt angucke, sehe ich fast nur Schlitze von deinen Augen. Um das zu verhindern, blitze ich die Person, also würde ich dich jetzt anblitzen, damit ich von deinen Augen mehr habe. Damit das nicht so ganz kontrastreich ist, sondern du so ein bisschen mehr rausarbeiten kannst von dem, was sonst massiv im Schatten wäre. Deshalb schlau, den Blitz nicht genau so auszurichten, wie die Sonne ist, sondern dass du halt eine Aufhellung gibst in die Schattenbereiche rein. Deshalb haben wir den auch so einen Hauch versetzt, dass der nicht ganz identisch mit der Sonne ist, weil sonst bräuchte ich die Sonne ja gar nicht mehr. Der 16. Ja, das war doch eben schon, das wird sich jetzt nicht geändert haben. Okay. Also du hast hier dein Bild, da siehst du, die droht hier so ein bisschen auszubrechen in den Lichtern. Du hast hier aber auch eine massive Dunkelheit in den Schatten, also da ist keine Zeichnung mehr drin, sondern das ist einfach zugelaufen. Das zeigt sich auch hier ganz schön in deinem Histogramm. Die Schatten sind sehr massiv, wie du hier sehen kannst. Links sind die Schatten, rechts sind die Lichter. Also du hast massive Dunkelanteile. Ja. Dann sagt dir das Histogramm, okay, du hättest auch noch mehr Licht geben können oder die Blende mehr aufmachen oder eine längere Zeit wählen. Wenn man das jetzt einfach ranführt, würde das zu dem Ergebnis führen, wo wir jetzt sagen, okay, aber das ist ein bisschen sehr kontrastreich, wahrscheinlich bricht es dir da auch einen Hauch raus, also das ist jetzt kein Hartweiß, noch nicht ganz, aber ist im besten Fall so gerade noch Zeichnung drin. Also fährst du die Nummer einfach entweder ganz zurück und gehst hier rüber in die Entwicklung, so dass du eben auch noch einen Lauch in den Schatten wieder siehst. Dann brauchst du den Kontrast eigentlich gar nicht zu verändern, finde ich, das ist ganz schön. Dann kannst du noch ein bisschen Helligkeit geben. Die Sättigung würde ich gar nicht verändern, weil wenn du jetzt mehr Sättigung gibst, dann bricht dir das Rot total raus. Wenn du weniger gibst, dann wirken die halt so ein bisschen unvital, die Leute. Ne? Das wollen wir ja nicht. Hallo, ich bin Robert Kneschke, professioneller Fotoproduzent, wohne und arbeite in Köln. Ich mache eigentlich ausschließlich Stockfotografie für verschiedene Bildagenturen, darunter auch Fotolia, die diesen Workshop hier gerade veranstaltet. Also auf was ich bei Bildern achte, damit sie möglichst unterschiedlich sind, auch wenn das Motiv an sich identisch ist, ist zum Beispiel natürlich, dass ich horizontale und vertikale Varianten abwechsle, die verschiedenen Brennweiten, also Weitwinkel, normal, Brennweite, also 50 mm oder ein bisschen Tele. Dass ich an verschiedenen Stellen im Bild Platz lasse, dass ich einmal mit ganz viel Himmel und die Models unten, einmal mit ganz viel Rasen unter den Models und die Models oben, mal direkt in der Mitte, mal mit lachendem Gesichtsausdruck, mal eher gespannt und so weiter. Also allein das hat man dann bei dem gleichen Setting mit den gleichen Models und den gleichen Requisiten an der gleichen Stelle, hat man dann ganz viele verschiedene Varianten trotz allem. Mein Name ist Martin Ruge, ich bin Director German Operations von Fotolia. Und wir haben ja hier ziemlich viele Leute rumlaufen bei dem Shooting, die sind natürlich auch alle ausstaffiert mit Klamotten. Und da muss man wirklich darauf achten, dass auf den Schuhen und auf den Klamotten keine Markenzeichen oder Logos zu erkennen sind. Wir behelfen uns hier mit Gaffer, man kann halt auch solche Logos einfach abtapen. Und dann schon hat man einen wunderschönen schwarzen Schuh, auf dem kein Markenzeichen zu erkennen ist. Wir werden jetzt gleich auch noch eine große Gruppenszene machen, eine Massenaufnahme mit Fans, eine Fankurve. Das sind über 20 Models auf dem Bild drauf. Und man darf nicht vergessen, dass man vor dem Shooting sich auf jeden Fall von jedem Model auch eine Unterschrift geben lässt auf einer Modelfreigabe, weil Fotos generell mit erkennbaren Personen nur dann verwertbar sind, wenn auch eine unterschriebene Model-Release vorliegt. Also wenn man diese notwendigen Formalitäten am besten schon vor dem Shooting erledigt hat, kann man danach auf jeden Fall voller Freude richtig losschießen und am besten die Bilder gleich danach bei Fotolia hochladen.